Danny hat heute Geburtstag und als Geburtstagsgeschenk bekommt er einen Helikopterflug über Manhattan. Und dazu nehmen wir euch mit und jetzt geht's los. Hi und willkommen zurück zum zweiten Teil unserer New York-Reihe. Auch in diesem Video zeigen wir euch wieder einige wunderschöne Orte in New York City. Die Halal Guys waren ursprünglich 3 Ägypter, die Hot Dogs an Taxifahrer verkauft haben. Heute gibt es 200 verschiedene Standorte weltweit und hinter mir ist der erste und ursprüngliche Stand. Und da holen wir uns jetzt was zu essen. So, unser Fazit: unbedingt ausprobieren. Es gibt einige Standorte in Manhattan und obwohl es ein recht unscheinbarer Stand auf der Straße war, war das Essen super, super lecker. Ich glaube, wir brauchen euch nicht erklären, was am 11. September 2001 hier passiert ist. Aber die Amerikaner haben es wirklich geschafft, mit Ground Zero ein sehr würdevolles Andenken zu schaffen. Die beiden Pools hinter mir sind exakt in derselben Größe und kennzeichnen den Ort der ehemaligen Twin Towers. Übrigens, der Ausdruck Ground Zero bezeichnet in der Militärsprache den Einschlag einer nuklearen Bombe. So, wir stehen jetzt in einer gar nicht so kurzen Schlange für das 9/11 Memorial Museum und wir erwarten, dass das mega interessant sein wird, aber es wird wahrscheinlich auch ziemlich auf die Stimmung drücken. Also wir waren jetzt ca. 5 Stunden oder sogar noch länger in dem Museum und man kann hier locker einen ganzen Tag verbringen. Die Ausstellung ist wunderschön gemacht, geht aber ziemlich unter die Haut. Also wenn ihr hier seid, auf jeden Fall besuchen. Wir können es gar nicht richtig beschreiben. Es ist eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Atmosphäre, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Direkt neben dem Ground Zero und dem 9/11 Memorial Museum liegt das One World Observatory. Das ist ein 540 Meter hoher Wolkenkratzer, somit ist es das höchste Gebäude der westlichen Hemisphäre. Die Liftfahrt in den 100. Stock ist schon ein Erlebnis für sich, da man hier die Entstehung von New York bildlich dargestellt sieht. Welcome to One World Observatory. Im 100. Stockwerk, in dem wir uns gerade befinden, gibt es eine 360-Grad-Aussichtsplattform, die allerdings nur im Inneren ist, das heißt auch für die kälteren Wintermonate sehr gut geeignet. Im World Trade Center Viertel befindet sich auch das Oculus und das ist gar nicht zu übersehen, denn sowohl von außen als auch von innen hat es eine wirklich außergewöhnliche Form. Außerdem ist es ein Verkehrsknotenpunkt, der mehrere Verkehrssysteme miteinander verbindet. Und im Innern befindet sich auch ein Shopping Center. Die Glasöffnung im Dach soll an ein Auge erinnern, denn Auge heißt auf Latein Oculus. Gestern Abend waren wir dann noch in einem Comedy-Stand-Up-Club in der Nähe vom Times Square. Das war wirklich sehr lustig und hat ca. 1,5 Stunden gedauert. Der Eintritt an sich war schon bei unserem New York Sightseeing Pass inkludiert, aber man musste vor Ort halt dann 2 Getränke pro Person konsumieren, was aber jetzt nicht so schlimm war.
Nur eine U-Bahn-Station von der New Yorker City Hall entfernt liegt das Stadtviertel Little Italy, in dem sich ein Restaurant an das andere reiht. Im 19. Jahrhundert sind viele Italiener aus ärmlichen Verhältnissen nach New York ausgewandert und so ist dieses Stadtviertel entstanden. Heute leben hier nur noch rund 5000 Italiener, alle anderen sind bereits weitergezogen. Gleich neben Little Italy liegt übrigens Chinatown. In Chinatown leben über 200.000 Chinesen und es ist die größte asiatische Siedlung außerhalb von Asien. Hier gibt es bis zu 180 Restaurants, eines neben dem anderen, also hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Wir sind gerade am Canal Street Market, weil hier soll es angeblich den besten Bubble Tea geben. Auch das müssen wir natürlich kosten. Wir haben uns heute den ganzen Tag Zeit genommen, um den Central Park ausgiebig zu erkunden. Diese grüne Oase inmitten der hektischen Stadt lädt wirklich zur Entspannung ein und ist riesig. Der Central Park ist ca. 1 Kilometer breit und 4 Kilometer lang und wir beginnen jetzt an der Nordseite und versuchen ihn einmal längs komplett durchzuspazieren. Die vielen Grünanlagen, kleinen Wäldchen und Seen im Park laden zu einem entspannten Picknick ein. Für alle, die mehr Action wollen, es gibt auch Baseball, Basketball, Handball und Tennisfelder über den ganzen Park verteilt. Wir wollen euch auch ein paar Fakten zum Central Park erzählen. Der 1873 eröffnete Park ist 341 Hektar groß. Es dauerte damals 15 Jahre, ihn zu errichten und es kostete 7,5 Millionen $. Jedes Jahr kommen bis zu 25 Millionen Besucher in den Central Park und bewegen sich auf den 93 Kilometer langen Wegen, die sich durch den ganzen Park ziehen. Es gibt auch viele verschiedene Tierarten, die hier leben. Unter anderem wurden bis zu 275 verschiedene Vogelarten hier gezählt. Auch wenn wir nicht die größten Kunstfans sind, ist das Guggenheim Museum trotzdem auf unserer To-Do-Liste, da das Gebäude an sich wirklich sehenswert ist. Das 1959 eröffnete Museum wurde von Frank Lloyd Wright entworfen und liegt ca. mittig beim Central Park auf der East Side. Hinter mir sieht man jetzt den Reservoirsee, der über 10 Straßenblöcke lang ist und somit auch der größte See im Central Park ist. Im Durchschnitt ist er 9 Meter tief und 3,8 Millionen Kubikmeter Wasser befinden sich darin. Und wenn man mal verloren geht im Central Park, braucht man gar nicht lange suchen. Die Laternen haben nämlich alle vierstellige Zahlen. Die ersten beiden Ziffern geben die Straße an, die in der Nähe ist, und die nächsten beiden Ziffern zeigen an, ob East oder West. Wenn ihr an eurem Central Park Tag einmal eine Pause braucht, können wir euch nur das Boathouse empfehlen, wo es Cocktails, wirklich gute Cocktails, zu einem moderaten Preis gibt und man bei schöner Aussicht die Getränke genießen kann. Das war jetzt mehr ein Outtake. Okay. Wenn ihr an eurem Central Park Tag einmal eine Pause. Okay, was jetzt? Boathouse empfehlen, das in der unteren Hälfte des Parks circa liegt